Servus und willkommen. Heute geht es bei unserer ersten Tour in 2021 nach Wasserburg, über Schneidsee und dann Gars am Inn wieder nach Hause. Ja, eigentlich hatten sie heute das Wetter wesentlich besser gemeldet, mit bis zu 16 Grad im Süden und Sonne. Jetzt haben wir aktuell 7. Ja, und wie ihr ja sehen könnt, also von Sonne ist nicht wirklich was zu sehen. Und natürlich wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Die Strecke von Hohenlinden über Albaching nach Edling bei Wasserburg ist auch als Kesselseestraße bekannt. Sie führt sehr kurvenreich vom Landkreis Ebersberg in den Landkreis Rosenheim. Allerdings wurde aufgrund der Unfallhäufigkeit an einigen Stellen die Geschwindigkeit begrenzt. Dennoch macht es immer wieder Spaß, hier entlang zu fahren. Wasserburg am Inn ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Sie liegt etwa 55 Kilometer östlich der Landeshauptstadt München und etwa 25 Kilometer nördlich der Kreisstadt Rosenheim. Die Innbrücke oder Rote Brücke ist wohl bereits im späten 11. Jahrhundert gebaut worden. Die Brücke bestand bis in die jüngste Vergangenheit vollständig aus Holz. Wasserburg am Inn bietet mit seiner landschaftlichen Lage eine Besonderheit. Die Altstadt liegt auf einer vom Inn fast vollständig umflossenen Halbinsel, die nur über eine schmale Landzunge erreichbar ist. Vom gegenüberliegenden bis zu 70 Meter hohen Steilufer, der Innleiten, überblickt man die ganze Altstadt mit ihrer bis ins Mittelalter zurückreichenden Bausubstanz. Gars am Inn ist ein Markt im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Die Gemeinde liegt im Alpenvorland in der Flussniederung des Inn. Südlich grenzt sie an den Landkreis Rosenheim und südöstlich an den Landkreis Traunstein. Wir haben euch jetzt mitgenommen über Wasserburg, Schneidsee und Gars am Inn. Es war eine schöne Einsteigertour, leider das Wetter nicht ganz so gut, aber so für das erste Mal ein paar Kurven haschen und so ein bisschen den Saisonstart feiern, war es sehr schön. Dann schreibt doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr auch schon dieses Jahr eine Tour gemacht habt und wenn es auch nur so ein bisschen durch den Landkreis ist. Wir freuen uns drauf, bleibt gesund und Wheels for Adventure Sagt Servus und denkt dran, Abo nicht vergessen.